Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Ja, und wir haben es jetzt gerade mitten in der Nacht, 1:12 Uhr. Ja, gut, ist noch relativ früh am Abend, sag ich mal, besser gesagt. Und ja, ich habe eben gerade ein Level abgeschafft. Und das kam ziemlich überraschend. Ich hatte eben einfach mal, ja, randommäßig so meine Dungeon Tries versucht, so meine Free Tries, die ich immer habe, jede Stunde. Die nutze ich ja auch. Und habe eben Stufe 495 erreicht. Das ist schon mal das erste Event. Aber zum zweiten Event kommen wir gleich. Denn ihr seht rechts unten habe ich eine neue Waffe im Inventar. Ja, ich habe mir die eben gerade schon angeguckt. Wir haben, ja, ihr werdet es wahrscheinlich jetzt schon zu dem Zeitpunkt wissen, was kommt. Ich habe einen Dungeon-Gegner besiegt, ja. Und wir gucken mal auf die Werte. Die Werte von der Waffe sind, ja, sagen wir es mal so, ich habe schon lange nicht mehr so eine schlechte Waffe gesehen. Ja, aber ist egal. Ich meine, von den Bonis her ist sie jetzt nicht großartig besser. Ich sag mal, +6, da kann ich wirklich, ja, da gebe ich nicht viel drauf. Meine aktuelle Waffe ist ja relativ aktuell. Das ist ja die aus dem Dezember, aus dem Adventskalender, ja. Da ist die Spanne zwar auch nicht so nice drauf, aber die ist wenigstens aktuell und ein bisschen besser als die ich hier, also die ich hier gezogen habe. Also die ist wirklich, ja, das also so eine schlechte Spanne habe ich schon relativ lange nicht mehr gesehen. Hatte zwar schon schlechtere Spannen gehabt, aber das ist wirklich, ja. Gut, müssen wir nichts weiter zu sagen. Wir gucken uns mal den Kampf an, denn ich habe bisher, ja, eben gerade, wir haben es jetzt 4 Minuten, nachdem ich ihn besiegt habe direkt Aufnahme angeschmissen. Urxi, der Uruk, den habe ich besiegt, ja, und ich habe mir den Try noch nicht angeguckt. Wir schauen uns mal den Try an, was denn da so passiert ist, dass wir ihn jetzt mal hier geschlagen haben, ja, weil an den hängen wir ja jetzt auch schon eine Zeit lang. Ich sag mal, der Bertram, ja gut, er erledigt so mehr oder weniger seinen Job hier. Er hält zwar viele Hits aus, er sorgt so für die ersten paar kleinen Kratzer am Gegner, aber dann müssten meine Magier hier schon kommen und gut reinkritten. Und das hat der Marquardt auch gemacht. Er hat 2 Crits ausgeteilt. Zwar nicht die stärksten, aber wir gucken mal. Wir haben ja noch zwei, ja, also ein Begleiter und mich quasi noch. Und ich glaube, die Kunigunde, die hat hier gute Arbeit. Na gut, okay, die hat ganz gut ausgeteilt. Aber jetzt müsste ich nochmal kommen und müsste jetzt ein Crit. Ja, 220 Millionen Crit habe ich rausgehauen zum Schluss. Und damit haben wir Urxi, den Uruk, schlussendlich besiegt. Ja, nice. Mein erster Gegner, den ich hier auf meinem Main mit meinem Profilbild hier besiegt habe, ist sehr cool, das jetzt so mit anzusehen. Ist schon sehr nice. Freut mich sehr. Und ja, dadurch sind wir jetzt ein Gegner hier weiter in Hemoridor. Hemoridor ist es ja gewesen. Und da sind wir jetzt bei der 13 von 20, genauso wie bei der Zauberschule. Ja, wir gucken mal, wer hier nachkommt. Das ist Souffleur Spaltzunge. Gucken mal, machen mal ein Try rein. Ist ein Geschickgegner, also könnte es gut sein, dass ja der auch in nächster Zeit eventuell liegen könnte, ne? Aber wir wollen natürlich nichts ja, erstmal hoffen, weil es ist immerhin ein Geschickgegner, der auch knapp 1 Milliarde Leben hat. Also von daher auf jeden Fall auch kein leichter Gegner, aber man sieht, wenn die Crits sitzen, ja, dann ist hier auch die Spaltzunge auf jeden Fall machbar. Mein Begleiter eben schon richtig fetten Hit rausgeteilt, aber ja, es ist halt relativ schwierig, so an so einen Gegner erstmal vorbeizukommen. Aber auf jeden Fall werde ich hier die Spaltzunge ja immer noch als nächstes im Visier haben, weil ich glaube, dass der am ehesten liegen könnte. Bei den anderen Gegnern bin ich mir relativ unsicher. Ja, wir haben hier zwar einen Intelligenzgegner, aber ja gut, es ist halt, ne, da muss halt auch wieder alles stimmen und da kann halt meine Kunigunde auch nicht sehr viel, ja, ausrichten, sag ich mal, ne, und ihr seht's, ja gut, die Dumbledore und hier der andere, die sind ungefähr jetzt auf den gleichen Lebensstand runtergerutscht. Also, ja gut, man könnte sich so aussuchen zwischen den und den hier. Ich würde eher mich, glaube ich, für Hemoridor entscheiden, weil da der Random-Faktor wegen der Kunigunde noch ein bisschen höher ist als ja, gegen den Magier. Und deswegen glaube ich, ist es besser, wenn ich da erstmal die Spaltzunge unter Visier nehme. Hier beim Berserker, ja, weiß ich nicht, da versuche ich jetzt erstmal nicht so viel
weil der, ja, also ich meine, ich habe zwar die Konterklasse gegen den... Entschuldigung. Aber noch ein bisschen Husten irgendwie. Ja, also die Klasse kontert zwar den Berserker, aber so ein bisschen fällt mir das immer noch schwer gegen ihn. Und ja, bei der Brienne, ja, die ist halt ein Krieger, ne? Und das ist halt nicht so gut gegen Magier. Ich meine, wir kommen hier zwar auch relativ, also wir kommen hier eigentlich genauso weit wie bei den anderen. Also ich würde fast sagen, sind diese 3 Gegner hier alle gleich gut, sag ich mal, so vom, also die sind alle schlagbar, auf jeden Fall. Aber wir werden uns da jetzt erstmal keinen Zacken aus der Krone jagen, dass wir uns da jetzt irgendwie dran durchpilzen. Da werde ich weiter mit meinen Free Tries erstmal noch reinprobieren, ob da was geht. Weil, ich sag mal, wir haben es ja jetzt nicht nötig, uns so zu beeilen, ne? Weil wir haben ja immer noch genug Dungeons am Start, die wir besiegen können. Oder, nee, wir haben nicht mehr so viele Dungeons am Start, die wir, so ist besser gesagt. Weil, ja gut, es sind zwar insgesamt 4 Dungeons, die zwar noch offen sind, aber die sind alle so hartnäckig und bis man da mal irgendwann einen Gegner weiterkommt, das dauert wirklich teilweise Monate, ungelogen, und deswegen lohnt es sich aus meiner Sicht da auch nicht wirklich Pilze rein zu investieren. Davon mal abgesehen, dass das sowieso auf meinem Levelstand jetzt nicht mehr so nötig ist und auch jetzt nicht so enorm viel bringt, die 300 Millionen. Deswegen, ja, hechel ich da jetzt nicht so großartig hinterher, dass ich da jetzt noch irgendwie viele Dungeon-Tries rein investiere. Gut, ja, ich habe schon wieder vergessen hier, ich habe eine Quest angenommen, habe aber noch mein PvP bzw. PvE-Equipment an, ja, und jetzt muss ich erstmal wieder mein Farm-Equipment anlegen, damit ich hier auch die besseren Quests bekomme. Kann das aber auch gleich wieder ausziehen, weil ich hier noch einen Arena-Angriff habe, deswegen kann ich das, ja, das habe ich nicht beachtet, kann ich das gleich wieder anziehen, also das ist echt nervig immer noch. Muss ich sagen, das geht mir wirklich langsam auf den Sack, dass man das hier die ganze Zeit immer hin und her switchen muss, da bin ich das langsam leid. Ich kann auch die Spieler verstehen, die da den Arena-Manager so durchgeskippt haben und so viel Geld rein investiert haben, dass sie das nicht mehr machen müssen, hier die ganze Zeit Equipment wechseln. Hat natürlich auch Vorteile, weil, gut, hat nur Vorteile, außer dass du halt leere Taschen hast dann am Ende des Tages, ja, oder ein bisschen weniger Geld zur Verfügung. Ja, dadurch, dass du halt mehr Platz im Inventar hast, hast halt einfach 2 volle Spalten, die halt jetzt nur für dein Farm-Equipment bzw. dein PvP-Equipment da sind. Und das musst du halt, und das ist halt das Nervige, nicht mal der Platz, weil mit dem Platz komme ich noch relativ gut zurecht, sag ich mal. Das geht immer noch so einigermaßen fit, aber ja, das Hin- und Hergewechsel immer, das ist halt übelst nervig, sag ich mal. So, ja gut, die Waffe haben wir bekommen. Ich denke mal, die können wir auch gleich ins Klo werfen. Ach so, nee, das ist ja die aus der Schattenwelt, das heißt, die können wir gar nicht ins Klo werfen, weil die ja schon dadurch dann eher mehr oder weniger durchgespült worden ist. Ich sag mal für meinen Begleiter, gut, nee, okay, nee. Also ich hätte gesagt, ja, da lohnt sich das schon, von den Stats her die auszutauschen, aber nicht mit der Spanne. Also das lohnt sich überhaupt nicht. Also, nee. Das machen wir mal nicht. Also da möchte ich dann doch schon lieber eine hohe Spanne haben auf meinen Begleiter als ein paar Stats mehr. Aber so ist halt, ja, das ist halt dann wäre mein Marquardt wie ein Battle Mage quasi, ja, dass der keine hohe Spanne an irgendwas hat und immer den gleichen Schaden raushaut. Ja, also es wäre jetzt quasi ein Battle Mage, nur mit ein bisschen mehr Damage. Also deswegen, ja, werden wir das zerlegen, heimsen uns die Kristalle ein, werden hier mal gleich, warte mal, bevor wir gucken, was haben wir für eine Quest? Okay, Unterwelt. Ja, da gucke ich immer vorher nach, sonst hätte ja sein können, dass ich einen Epic reinschmeißen muss ins Klo. Dann wäre das gewastet gewesen. Ja gut, dann machen wir das mal gleich mal, dann gehen wir mal in die Unterwelt und locken mal ein paar Helden an hier, ja. Da skippe ich jetzt hier auch nicht mehr so wirklich durch. Ja, also hier mache ich auch nicht mehr meine Kämpfe, weil, ja, bis ich da ans Limit komme. Ich meine, da hat sich das schon wieder zugestackt hier, also da bin ich dann schon wieder, ja, ich bin ja so schon over the limit hier, ne, also, und ab 1 Milliarde ist ja das Cap und da, ja, weiß ich nicht, also deswegen brauche ich ja jetzt hier nicht großartig mehr Helden anlocken, ich lasse das einfach dabei.
Und ja, wir können mal noch die Zeitmaschine hier raushauen. Noch ein bisschen XP snacken, damit wir zumindest ein klein bisschen wieder im Level hier voran sind. Weil sonst sieht das immer so demotivierend aus, wenn man ja, eine neue Stufe hat und dann gar nichts Grünes hier in den Balken zu stehen hat. Ne? Aber ist ganz cool. Jetzt fehlen uns nur noch 5 Level bis zur 500. 495 auch ein sehr geiles Level. Und ja, das soll es dann auch für die Folge schon wieder gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir machen auf jeden Fall weiter Progress, weiter Fortschritt. Auch Stat-mäßig haben wir jetzt nochmal wieder hier ein paar Punkte rausgeholt. Und sind jetzt quasi auf Platz, ja nicht quasi, wir sind jetzt auf Platz 16 hier. Ist ganz nice, für meine Verhältnisse ist es okay. Und ja, das war's soweit. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.